Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich Waffelröllchen mit einem Hörncheneisen backe. Es sind keine Eiswaffeln, die sich zum Befüllen von Eis eignen, aber es sind Waffelröllchen, die eine besonders knusprige Konsistenz haben und man kann sie zu Eis oder Sahne reichen oder mit Schokolade füllen und zum Kaffee reichen. Wer etwas Ausgefallenes und Crunchiges sucht, ist hier genau richtig. Der Teig ist denkbar einfach in der Herstellung und kommt ohne Eier aus. In einen Topf werden 80 Gramm Butter gegeben. Dazu kommen 120 Gramm Wasser und 80 Gramm Zucker sowie eine Prise Salz. Die Zutaten werden auf dem Herd erwärmt, aber nicht zum Kochen gebracht, bis sich die Butter so gerade eben aufgelöst hat und der Zucker geschmolzen ist. Man sollte den Topf rechtzeitig vom Herd nehmen, die Butter wird schon schmelzen. Zu heiß sollte die Flüssigkeit nicht werden, andernfalls muss man sie wieder handwarm abkühlen lassen. In eine Rührschüssel habe ich bereits das Mehl gegeben, man kann ruhig Dinkelmehl verwenden. Das lauwarme Wasser-Butter-Zucker-Gemisch wird nun auf 2-mal zum Mehl gegeben. Natürlich wird das Mehl dabei zügig gerührt. Eigentlich sollten sich keine Klümpchen bilden. Hinterher kontrolliere ich immer noch mal, dass auch keine Klümpchen da sind und rühre vielleicht sicherheitshalber noch mal durch. Sollten doch Klümper entstanden sein, kann man mit einem Rührstab noch mal durch den Teig gehen. Im Rezept war das nicht so angegeben, ich rühre aber immer noch eine gute Messerspitze Ceylon-Zimt in den Teig. Wenn man die Waffeln mit Schokolade oder mit Nougat füllt, sollte man aber darauf verzichten. Man kann auch Vanillegeschmack in den Teig geben, jeder wie er mag, das müsst ihr ausprobieren. Der Teig ist jetzt noch recht flüssig. Man sollte ihn nun mindestens eine Stunde oder über Nacht ruhen lassen, damit er auskühlen und vor allem damit das Mehl richtig ausquellen kann. Nach einer Stunde ist er dann etwas fester, wie man hier sehen kann, auch weil die Butter beim Abkühlen fester wird. Hier habe ich ein Waffeleisen für Eiswaffeln, auch Hörncheneisen genannt. Das gab es für wenig Geld im Discounter und die Hitzeverteilung ist nicht sehr gleichmäßig, aber gut genug. Das Waffeleisen muss gut vorheizen. Es wird ein Esslöffel Teig in die Mitte gegeben und der Deckel wird fest runtergedrückt, also nicht nur einfach aufgelegt, sondern auch fest nach unten gepresst, damit der Druck den Teig verteilen kann. Das funktioniert gut und man kann ein Wusch hören, das durch das Entweichen des Wasserdampfes entsteht. Bitte aufpassen, an Wasserdampf kann man sich furchtbar die Haut verbrühen. Nun lässt man den Teig circa 1 Minute backen. Das grüne Kontrolllämpchen geht meist aus und wenn es wieder aufleuchtet, ist die Zeit um. Man kann sich aber auch einen Timer stellen. Alexa, stopp! Zunächst zeige ich, wie ich die Waffeln nicht mehr machen würde, nämlich so, wie es im Kochbuch beschrieben wurde. Anfangs habe ich die Waffeln aus dem Waffeleisen genommen, an die Seite gelegt und mit Hilfe eines runden Stabes aufgerollt. Das funktioniert nur, wenn man sehr schnell arbeitet und komplett hitzeunempfindliche Hände hat. Arbeitet man nicht schnell genug, kann man die Waffel nicht mehr ganz aufrollen und die ganze Angelegenheit ist ziemlich frustrierend. Nachdem ich das erste Mal so gemacht habe, hätte ich am liebsten alles in die Ecke geschmissen. Nie im Leben hätte ich gesagt, probiert das unbedingt einmal aus. Die Waffel direkt auf dem Waffeleisen drehen ist da schon besser, aber mit den bloßen Händen unmöglich und ich rate davon ab, denn man verbrennt sich unweigerlich. Dann habe ich ein Waffelröllchen mit einem 2-Zink gedreht. Das geht im Vergleich zur ersten Methode um Längen besser, hat aber den Nachteil, dass das Gerät aus Metall ist und auf Dauer die Oberfläche des Waffeleisens zerkratzen und unbrauchbar machen wird. Außerdem sind die Röllchen aufgrund der Breite relativ groß im Durchmesser. Und sie müssen nach dem Rollen noch in Form gedrückt werden, was aber machbar ist. Dann habe ich mir dieses Werkzeug gebastelt. Es sind 2 Schaschlikspieße, die ich am Ende mit etwas Haushaltspapier umwickelt habe, so dass ich vorne einen Abstand zwischen den Spießen habe. Fixiert habe ich sie mit 2 Gummibändern, wie gezeigt. Damit fahre ich nun, wie gezeigt, unter die Waffel und rolle sie anschließend auf.
So lässt sie sich im Handumdrehen zu einer schönen Eiswaffel aufrollen. Man kann die nächste Portion einfüllen und nach einem Moment den Stab aus der Waffel ziehen. Sie ist noch sehr heiß und man schützt die Hand am besten mit etwas Haushaltspapier. Sollte das Röllchen nicht perfekt rund sein, kann man es sogar noch korrigieren. Mein Mann meinte, mit Nougat oder Schokolade gefüllte Röllchen wären vielleicht auch nicht schlecht. Also habe ich Kuvertüre klein geschnitten und gebe diese auf die Waffel, die sich noch auf dem Waffeleisen befindet. Dann wird die Waffel aufgerollt. Die Schokolade sollte sich am oberen Ende der Waffel befinden, denn sonst verschmutzt sie die Holzspieße. Auf jeden Fall geht es ganz einfach. Man muss nur aufpassen, keine Schokolade direkt auf das Waffeleisen fallen zu lassen. Diese Waffelröllchen sind sehr knusprig. Das ist wunderbar und bedeutet aber auch, dass sie sehr leicht zerbrechen. Das ist vielleicht nicht immer erwünscht, da man sie eventuell transportieren möchte. Hier noch eine weitere Methode, sie zu falten, die mir besonders gut gefällt. Man nimmt wieder 2 Schaschlikspieße, aber diesmal in jede Hand einen und faltet jeweils das äußere Drittel zur Mitte hin. Anschließend faltet man die knappe obere Hälfte nach unten und rollt diese von oben nach unten auf, sodass man eine kleine, kompakte Rolle erhält. Man legt sie zur Seite, lässt sie auskühlen und zieht die Stäbe heraus. Diese Variante lässt sich natürlich auch mit Schokolade füllen. Anfangs habe ich die Schokolade auf die gefaltete Waffel gegeben, das hat aber den Nachteil, dass das Waffeleisen leicht verschmutzen kann. Besser ist es, die Schokolade auf die runde Fläche zu geben, dann zu falten und anschließend aufzurollen. Mein Waffeleisen war übrigens von unten heißer, so dass die Waffeln, auch wenn sie von oben noch recht hell aussahen, im aufgerollten Zustand immer die richtige Farbe hatten. Mein Mann isst auch gerne Nougat und natürlich wollte ich auch noch ein paar Waffelröllchen mit Nougatfüllung machen. Nougat hat den Vorteil, dass es weich ist und sich in kleine Stäbchen schneiden lässt, so dass man nicht so eine Sudelei wie mit den Schokobröseln hat. Man kann 1 oder 2 Stäbchen auf die Waffeln legen und sollte allerdings schon Routine im Falten und Drehen haben, denn es muss immer schnell gehen. Da ich persönlich den Unterschied zwischen Schokoladenfüllung und Nougat nicht so recht ausmachen konnte, hatte ich mich gefragt, ob man die Röllchen neben der Schokolade nicht auch noch mit gerösteten Haselnüssen füllen sollte. Also habe ich nochmal einen Teig gemacht und ausprobiert. Auf die nicht zu knapp bemessenen Schokoladenstückchen kommen nun noch ca. 2 Teelöffel klein gehackte, geröstete Haselnüsse und anschließend wird alles aufgerollt. Wegen der Füllung sind die Röllchen natürlich nicht ganz so dünn. Das Ende der Rolle neigt immer dazu, etwas abzustehen, dann muss man mit einem Utensil insistieren. Diese so gefüllten Röllchen haben mir am besten geschmeckt. Und man kann natürlich noch eine Nougat-Haselnuss-Füllung zu einer gefalteten Rolle drehen. Ihr könnt eurer Fantasie freien Lauf lassen. Zum Schluss habe ich noch etwas Zimt in den Waffelteig gerührt, denn es gibt auch Puristen, die einfach den Geschmack der Waffel lieben. Damit es nicht langweilig wird, habe ich kleine Dreiecken geformt. Ich glaube, die Form heißt Samosas. Wenn euch das Video gefällt, abonniert doch bitte meinen Kanal und wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, findet ihr das Video später viel einfacher wieder. Danke! Frisch gebacken lassen sich die Röllchen gut essen. Ich finde sie aber am nächsten Tag delikater, da sich einerseits die Aromen besser entfalten können. Darüber hinaus können die Füllungen der Röllchen aber auch wieder fest werden. Sie passen besonders gut zu Eis mit Sahne, nur zu Sahne oder zu Erdbeeren mit Sahne. Die gewickelten Röllchen passen besonders gut zu einer Tasse Kaffee nach dem Essen. Hier sind die Röllchen und so hören sie sich beim Essen an. Wie gesagt, nach dem ersten Mal backen habe ich gedacht, nie wieder.
Nachdem aber alle die Waffeln super lecker fanden und ich eine Methode habe, habe ich mittlerweile Routine bekommen und backe sie unheimlich gerne. Man darf sich anfangs einfach nicht abschrecken lassen. Irgendwann hat man den Bogen raus und es geht recht schnell, vor allem wenn man sich das richtige Werkzeug gebastelt hat. Ich hoffe, ihr probiert diese Waffeln einmal aus. Sie sind im Sommer eine nette Abwechslung, leichter als ein Stück Kuchen und außerdem ein ausgefallenes nettes Mitbringsel. Hier ist noch die Zutatenliste. 80 Gramm Butter, 80 Gramm Zucker, 120 Gramm kaltes Wasser, eine Prise Salz, 100 Gramm Mehl, eventuell Zimt oder Vanille nach Geschmack. Eventuell Schokolade, leicht geröstete Haselnüsse und Nougat nach Geschmack. Ergibt 12 Stück. Viel Spaß beim Waffelnbacken und wie immer, guten Appetit!